Samstagmorgens, 9 Uhr in Bora Bora. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr. Und irgendwas gefällt mir an dem Tag heute überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtige Schuhe anhatte. Aber ihr habt ja mal diesen schönen Berg hinter uns gesehen. Jetzt gerade sieht man ihn natürlich nicht. Wir laufen da jetzt hoch und der Mario ist auch mega top motiviert am frühen Morgen, oder? Jo, ich freue mich auf jeden Fall. Nee, andererseits, man ist ja schon mal auf Bora Bora und außer gechillt, die Lagune bewundert und geschnorchelt haben wir jetzt ja noch nicht so viel gemacht. Von daher dachten wir, machen wir mal Abgefahrenes. Und seit dem Stromboli sind wir jetzt auch nicht mehr wirklich auf den Berg gegangen, aus gutem Grund. Die Nachwehen, die haben noch eine ganze Weile gewirkt. Naja, jedenfalls knapp 3 Jahre später trauen wir uns wieder auf den Berg. Es sind diesmal auch nur 600 Meter, das ist ja verkraftbar. Nach so langer Zeit auf den Tuamotus machen unsere Beine das easy mit. Boah, mit den Schuhen, da sagst du was. Schuhe, man läuft total komisch, oder? Das federt so. Dreh mal um. Ich fühle mich auch so ein bisschen, als wenn ich irgendwie so ein Marshmallow unter den Füßen hätte. Total strange. Bin ich hier hochgefahren? Ja, Ja, hier sind wir auch mit den Quatsch. geht zu den Kanonen hier. Nee, nicht Kanonen, nein. Das ist hier, Ach, der Aussichtspunkt, wo Fee und Christian hochgelaufen sind. Da unten das linke Boot, das Trampi. Tja, leider liegt der Anime immer noch da vorne vor uns. naja, die ersten 15% haben wir. Der gehört, die ersten 15% haben wir, aber gefühlt sind wir hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Jetzt geht der Spaß los. Bis gerade war nur Aufwärmen angesagt. Machst mir dann von oben ein Foto und ich warte hier? Hättest du wohl gerne. Wir sind jetzt knapp eine Stunde unterwegs. Und bitte, kann mir irgendjemand ein Sauerstoffzelt vorbeibringen? Wir haben jetzt ein bisschen mehr als ein Drittel geschafft. Gefühlt kommen wir nie da oben an. Ich will nach Hause. Ich will ins Wasser springen. Ich brauche Abkühlung. Holt mich ab, bitte. Mach keinen Scheiß. Einmal gepostet und dann direkt hier runter. Ja, ich erinnere mich jetzt auch sehr gut daran wieder, warum wir sowas nicht oft machen. Hier geht es jetzt gerade, haben wir Schatten. Man kann durchatmen. Aber das ist bei 30 Grad eine ganz schön schweißtreibende Angelegenheit. Ich denke mal aber, dass der Ausblick gleich ist gut in einer Stunde für so einiges entschädigen wird. Und ich weiß genau, die Leute, die sowas regelmäßig machen, die lachen sich jetzt eine über uns kaputt. Aber dann ist das halt so.
Der ist so optimistisch. 1 Stunde, du hast mich dabei. Ich würde ja sagen 2 bis 3. Das hätte auch Aua geben können. Und dafür sah es sehr elegant aus. Das können wir ja alle mal beurteilen. Einmal zur richtigen Zeit die Kamera angehabt, ja? Ja. Große Wanderwegmarkierung. Insgesamt hätte ich mir das etwas deutlicher markiert vorgestellt. Jetzt fängt der Punkt an, wo man sich ein bisschen mehr behelfen muss. So ein paar Pseudo-Kletterseile, die eigentlich alte Kabel sind. Aber es wird besser, hier kommen richtige Seile. Mario sagt gerade, da oben kommen richtige. Aber ich meine, der Ausblick ist schon geil. Könnt ihr jetzt vom Licht leider nicht sehen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich schlimmer finde. Den Gedanken, dass ich mir an diesen Seilen hochziehen musste. Oder ich an denen auch wieder runter muss. Mhm. Na, ist schon challenging. Ja. So einen hochroten Kopf in eine Tomate. Ah, komm weiter, bevor uns die Mücken hier platt machen. Wo geht's lang? Hinter mir. Sind wir hier fast ganz oben. Und das ist komplett bewölkt. Das heißt, wir haben uns eigentlich auf dieses mega geile türkise Wasser von oben gefreut, haben die Drohne extra mit hochgeschleppt und jetzt ist es bewölkt und wir haben Schiss, dass es gleich auch noch anfängt zu regnen. Ja, wir haben es fast bis ganz oben geschafft. Nina hat noch das letzte Stück vor sich. Und das ist nicht mit schlechten Eltern. Ich noch den Drohnenshot hinkriege. Er ist echt tapfer. Abgesehen von den Wolken ist die Aussicht ja schon ganz schön spektakulär, muss man ja sagen. Endspurt, Endspurt. Die Gipfelfahne! Ah. Fuck.
schieben, ne? Echt? Tja, was willst du machen, ne? Sicht. Also da vorne kann man ganz gut den Pass sehen. Und wir sind dann hier zum, kann man sehen, da vorne ist so eine kleine Anchorage bzw. ein Bojenfeld. Da sind wir dann angekommen den ersten Tag, haben im Bora Bora Beach Club ein Bierchen getrunken, zusammen mit den Charterbooten von der Bucketlust und sind dann am nächsten Tag einmal hier so außen rum, außen, haben da dann Mirko und Sophia eingesammelt, ja, und sind dann eben halt in dieses türkisfarbene, beziehungsweise nee, doch, stimmt wohl. Da vorne sind wir durch das türkisfarbene und am Außenriff lang. Da sieht man die ganzen Ressorts, an denen wir vorbei sind. Und irgendwo hier sieht man so ein paar Bojen oder vielleicht sieht man sie auch nicht, ein paar Tonnen. Da sind wir dann wieder ins Fahrwasser, ins Tiefe. Weiter. Und dann sieht man jetzt hier auf der anderen Seite diese unglaublich schöne blaue Lagune. Dahinter waren wir ja schnorcheln, hinter dieser dunkleren von den beiden Inseln. Da ist ja nochmal dieses Ressort. St. Regents, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aber ist auch wurscht. Da war ja das mit den Fischen und geankert haben wir jetzt im Grunde genommen direkt hinter dem Berg. Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter dreht, haben wir hier nochmal das wunderschöne Außenriff mit noch einer Insel innerhalb der Lagune. Tja, und das war's auch schon. Da geht schon wieder nach draußen. Einmal die Rundumsicht von Bora Bora. Auf 622 Metern. Ja, und hier sieht man im Grunde genommen den Hauptort. Eigentlich spielt sich das ganze Leben auf der unteren Ebene ab. Eine Straße gibt es, die einmal komplett um die Insel führt. Und das war es dann auch schon. Das ist echt schon sehr speziell. Wenn ich mir hier oben die Palme angucke, frage ich mich ja tatsächlich, wer hier die Kokosnuss hochgeschleppt hat. Und ich glaube nicht, dass die von alleine jetzt hier sich angesiedelt hat. Denke ich zumindest. Ein weiterer Fall für CSI Bora Bora.
Das ist er, da oben waren wir. Vor 3 Stunden oder so. Jetzt sind wir auf jeden Fall mehr als müde. Die Beine sind völlig platt. Wir haben viel zu wenig zu trinken mitgenommen. Wir haben aber noch nichts. Also eine Restpfütze. Ja, aber wir haben noch was. Das stimmt. Na, jedenfalls sind wir jetzt auf der Suche nach einem Supermarkt. Oder noch geiler, nach einem kalten Bier. Leider haben wir vergessen, heute Morgen welches in den Kühlschrank zu stellen. Folglich kein kaltes Bier für uns auf der Trempi. Aber kaltes Wasser tut es im Augenblick auch. Ich glaube, da vorne steht Hinano. Das ist jetzt maximale Enttäuschung. Supermarkt zwar gefunden. Aber nee, der ist sogar doch noch auf. Juhu! Geilo! Maximale Freude. Ich wollte gerade sagen, maximale Enttäuschung. Supermarkt gefunden, aber leider zu.